Servus. Hi. Ich bin ja gerade vorbeigegangen und ich habe gedacht, gehen irgendwo her, gibt es bist du aus dem Grazer Porno-Kiff-Film, Achtschnecken oder so? Ja, servus Max. Bernie, hi. Servus Bernie. Ja, schon. Ich meine, was ich gleich einmal vorausschicken muss, ist, es ist kein Kiffer- und kein Pornofilm, weil es geht zwar darum, dass Leute probieren, an Porno zu drehen, aber es ist jetzt kein Film, der irgendwas propagiert. Verstehst du, was ich meine? Das würde mir total fernliegen, weil das wäre überhaupt nicht meine Intention, dass ich da sage, dass ich mich da gescheiter mache als andere Leute und sage, ihr sollt erstens alle einen Pornofilm drehen und zweitens, ihr sollt kiffen. Das ist ja ein völliger Schwachsinn. Ich sage ja nicht, ihr sollt saufen. Ich will ja keinen Sauffilm in dem Sinn machen. Stell dir vor, ich gehe hin und sage, ich mache einen Sauffilm. Ich meine, die Idee an sich, okay, die können wir mal so stehen lassen und wir können sagen, ein Sauffilm könnte interessant sein. Ist es für mich in dem Sinn aber überhaupt nicht. Und ich bin der Letzte, der sagt, kifft oder sauft oder macht ein Porno. Es geht einfach darum, einen Zustand zu beschreiben von einer Gruppe von Leuten. Und wir waren damals so, das war für uns damals wichtig. Da hat einmal einer einen Joint geraucht, das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Und ich möchte das ganz klar und deutlich sagen, also dass ich da auch keine falsche Vorbildwirkung habe, weil das wäre mir total fremd. Also wenn dann Leute zu mir kommen und sagen, bist du nicht der Kiffer aus dem, das ist mir irgendwie total fremd. Gell? Und jetzt sage ich das, als Künstler muss man das sagen, wie die Welt ist und nichts anderes. Ja? Und nichts anderes und das ist es. Max, das ist ja dann Zustandswechsel. Es ist ein Zustandswechsel, ja, wir alle versuchen unsere Zustände zu wechseln natürlich, weil stell dir vor, du warst immer in einem Zustand. Ich meine, das ist kein Zustand. Nicht zu übersehen. Wäre es runder, würde es sich drehen. Scheint mir so eckig, ein Anstoß allein. Kann sich dann kümmern, weicher zu sein. Dann nimmt man sich irgendein Glas, kann ich das? Gras. Ja, dreht das ein in ein Papierstückerl und zündet das dann an und dann ist das dann halt das. Ja, dann wird das rauchen. Jeder hat vielleicht einen kleinen Bruder, der ihm als Vorbild sieht und das Erste, was sie halt so abhaken oder so abgucken sind. Also bei mir ist es der gleiche Fall. Und das Erste, was sie halt abschauen, ist das Kiffen. Tendenz ist steigend, also Cannabis-Produkte, ich glaube, es gibt kaum einen Jugendlichen, wenn man so fragt, der nicht schon zumindest gesagt hat, er hat versucht. Wenn ich rauche, gebe ich gleich offen zu. Aber wenn ich Bier trinke oder Mineral, ein paar Zügerler, genug. Schluck Bier, passt. Genau, in klein. Nur das kennen die nicht. Die Jungen überhaupt nicht. Dass heutzutage die jungen Leute, die wirklich nicht mehr wissen, was mit dem Leben anfangen sollen, der nächste Schritt ist, dass sie sich einfach zumachen. Ja? Dass sie sich wirklich zumachen. Dass sie nicht mehr denken, ja, auch als Entschuldigung haben, ich kann nicht mehr, ich bin einfach so fertig, ich will auch nicht mehr, lasst mich einfach in Ruhe. Ja? So wie das die letzten 10 Jahre beobachtet, weil bis dorthin waren wir Pensionistenstaat und alles schön easy und alles. Und dann sind wir auf einmal Drogenhauptstadt Europas geworden, ich meine, das ist peinlich. Ja, es ist scheinbar die Neugier auf der einen Seite und auf der anderen Seite, uns geht es relativ gut, wir sind eine Konsumgesellschaft. Wenn man irgendwas illegal macht, darf man nicht glauben, dass dann auf einmal dieses Produkt verschwunden ist. Ja? Man kauft es meistens am Schwarzmarkt. Und das sind böse Leute, die geben dir Drogen und es sind dort viele Tierarten drinnen, man nennt es auch grüne Lunge Graz. Nur härter, weil höher gefallen.
ist so kurz an der Leine zu führen, dass niemand gefährdet oder behindert wird. Ja, aber es sind schon kann ich so mit der Leine Naja, gehen. das ist ein bisschen Fragen. So, wo steht das geschrieben? Ich habe Ihnen gerade gesagt, so kurz, dass niemand gefährdet oder behindert wird. Da fährt die Radlfahrer durch die Gegend, die fahren mehr da als wieder drauf am Radlweg. Es ist heuer wesentlich besser geworden. Also heuer ist eigentlich fast gar nichts mehr, weil die Polizei, da muss ich loben, wirklich gut eingeschritten ist. Aber die letzten 2 Jahre war es ziemlich heftig. Ich soll sagen, quasi das Ganze war schon mafiös organisiert. Die Straßendealer haben es dann verhaftet, ist der nächste Tag gestanden und sie haben recht frech agiert eigentlich schon. Wie man es auch bei den harten Drogen gehabt hat oder nach wie vor dann hat, also die sogenannten Streetrunner und dann die Hierarchien drüber. Also es ist eine richtige Organisation, eine Mafia-Organisation. Das heißt, als erstes würde einmal die Mafia arbeitslos werden, wo man es irgendwie legalisieren würde, aber natürlich kann man es auch nicht ganz legalisieren. Das heißt, man müsste irgendwie das schon so machen, im Zusammenhang mit der Aufklärung und schon irgendwie aufpassen. Dass da, aber staatlich kontrolliert irgendwo, dann würde es einen Sinn haben. Anklage ist bei 1 Gramm schon gerechtfertigt. Also es ist praktisch verboten, Cannabis oder illegale Suchtmittel mit sich zu führen. Also es gibt es nicht so wie immer die Meinung ist, die Tagesration ist straffrei, sondern ist eigentlich jedes Gramm straffrei. Aber es ist eben der Unterschied, ob ich konsumiere oder ob ich mit den Drogen handle. Es gibt viel Angebot, aber für wenig. Also wenig, viel. Weniger ist mehr, ist das Motto im Park. Weniger ist mehr, wie soll man sagen? Ja? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kenne den Mirabellgarten, ich kenne den Hofgarten in Innsbruck und ich bin gerade erst von New York zurückgekommen, wo der Center Park ist. Aber so ein Sauhaufen, was wir da haben, was unsere Politiker nichts machen, das ist die größte Sauerei. Das sage ich Ihnen. Da sind wir nicht eine Kulturstadt, wir sind eine Provinzstadt. Herrn Bürgermeister und ja, das sind nicht der, das sind die. Das ist der Herr Bürgermeister, der Vizebürgermeister und alle miteinander. Dort bestreifen wir heute den Stadtpark, einen Bereich, wo immer wieder punkto Suchtgift Probleme aufgetreten sind. Das ist auch als eine Art Präventivbestreifung zu sehen. Und ja, wir sind einfach hellhörig. Wir schauen, ob wir irgend verdächtige Wahrnehmungen haben, beantragen das dann entsprechend und stehen natürlich auch der Bevölkerung zur Verfügung, damit auch ein gewisses Sicherheitsempfinden auch gefördert wird. Also Österreich, ich schwöre, Österreich, ich habe mich weitergebildet, so Fullkontakt-Kickboxen. Ne? Jetzt hat mich fasziniert, wissen Sie was, vom 3 Schritte, den Todesschlag. Ja. Wirklich, es gibt gewisse Stellen, wo man jemanden Leber oder Niere im Kräft oder Herz und ist gelähmt. Er bleibt gelähmt. Er kann überhaupt nichts mehr viel tun. Aber das ist nur, wie gesagt, von 3-4 Metern. Wichtig ist es, dass man die Augen richtig konzentriert. Ja. Schaut einmal da unten an. Schaut einmal den Drogenhandel an. Ich wohne da unten. Schaut einmal auf der Ecke oben, da beim Opernhaus. Was glauben Sie, warum wir da sind? He? Ja, da wirst du in Zivil kommen, nicht in Uniform. Weil das sagt mein Vorgesetzten, ja. Wenn die innen sehen in Uniform, dann geht auf der anderen Seite fort. Aber er ist einmal weg, oder? Das haben wir uns einmal Ist ja wurscht. Also ich bin heute angehängt und wir verstehen uns. Passt, okay. Ja, verboten da vorne, draußen. Ja. Was sag ich, was soll ich da fort? Ja. Bei den Gästen habe ich geschaut, dass da nichts passiert, also im Lokal sorge ich für Ordnung. Aber was außerhalb ist, da habe ich leider keinen Einfluss. Wie gemeint ist, so Kameras montieren. Aber es ist erstens einmal, mag ich keine Kameras um mich haben, nur vom Lokal her. Weil es wird ja alles schon überwacht, so großartig, also muss ich natürlich das persönlich auch haben. Wir stellen gewisse Dinge sicher, wir zeigen an und wie gesagt, die Gerichte haben dann zu entscheiden, wie und in welcher Art bestraft wird. Ich habe Aussagen machen müssen bei einem Richter da vor Gericht, weil ich da was klarstellen habe müssen über einen Kumpel von mir, weil den haben sie da anscheinend voll einreiten wollen. Der Richter hat, glaube ich, 3-mal zu mir gesagt, ich brauche mich nicht selber belasten. Ich sage, er soll mir mal erklären, mit was ich mich belaste. Er hat gesagt, ja, dass ich kiffen. Ich sage, na bitte, das tue ich die letzten 15 Jahre schon, ich belaste mich damit schon lange nicht mehr.
Da war ich 15 und auf Sprachreise drüben in England. Ja, und waren halt irgendwelche Salzburger Jungs. Den haben wir halt eingebaut, haben halt so ein bisschen, keine Ahnung, unternommen. Ganze Zeit was und einer von denen hat schon damals schon gekifft. Ich weiß nicht, wie alt er war, 16 oder so, keine Ahnung. Der hat halt schon Erfahrung gehabt und gesagt, passt, ich will was aufstellen. Passt, das hat er gemacht. War, glaube ich, schwarzer Afghane, glaube ich, das erste Mal überhaupt rauchen, da kein Kit, ja, war süß. Ja, dann haben wir den Ofen geraucht und es war auch heiß. War ziemlich heiß. Es war sehr, sehr feucht. Damals hatte ich noch das mit dem Kiffen, dass man alles noch. Weißt du schon? Das hat man oft beim Anfang. Oder das haben jetzt auch noch manche Leute, dass die Speichelregulation nicht mehr funktioniert. Das war damals. Aber lustig war es. Ich war einer von denen, bei denen es gleich eingefahren ist. Zum Beispiel, ich kenne Leute, die haben das erste Mal geraucht, bei denen war gar nichts. Und ich bin neben gehängt so. Und bei mir ist es gleich beim ersten Mal ziemlich gut gekommen. Ach so, Marihuana im Stadtpark, ja. Haben wir in Deutschland genug von. Warum nicht auch in Österreich? Der Schiri vergibt vor der 90. Scheiden die Deutschen aus. Ist leider so. Und dir? Gut, gut. So, alles okay? Alles okay. Ja. Ist da bei der Fußball spielen? Ja, die Zeit ist alles Fußballfeld, diese Zeit. Ja, ja. Wir wissen, dass vor allem Schwarzafrikaner, Nordafrikaner, natürlich auch Österreicher im Stadtpark leben. Das ist einmal klar, wenn wir einen Schwarzafrikaner sehen im Stadtpark, der wird als erster von uns einmal observiert, das ist auch klar. Wir gehen nicht gleich hin und illustrieren, sondern wir schauen einmal, was tut er. Könnte er quasi in den Dunstkreis dort reingehören oder ist es einfach ein Stadtparkbesucher? Ich sage immer, die Schwarzen findest wahrscheinlich leichter als Polizist, weil sie im Tagschein dunkel sind und vielleicht ist es einfach. Sicherheitshalber mal einpacken, schauen wir, was er hat. This is my hood where them niggas get a neck broke daily. That was 7, so the cops got you tailing. On the other streets I hate a nigga got shot. Two to his head and he's dead in the spot. Now it's on my time when it's always fucking hot. Everybody get high, weed and see or whatever to make you fly. Hittipong und so ganze das erste, woran gedacht wird, wenn wir zurückkommen in die Einzimmerwohnung. Der will mit diesem Matten und Schlafsack jedes Mal wieder am Boden übernachten. Zwischen leeren Dosen und Flaschen, einem Rohr aus Gas und der Box viel Schwammer. Standen wir am Fenster und konnten nicht glauben, was wir da eben sehen. Und diesen Track mit jenen Augenblicke doch noch ewig leben. Das ist genau der Stadtpark-Scheiß, das ist genau der Graz-Scheiß. Ja. Dazu brauche ich nichts mehr sagen einfach. Sag jetzt einfach zu für einen Jugendlichen. Und deshalb habe ich den scheiß Track geschrieben. Ganz einfach. Und auch ganz normal unser Klientel, unsere Konsumenten, wir kennen sehr viele und das ist dann einfach eine Illustrierung und meistens findet man bei einem oder anderen dann auch ein oder zwei Karten. Die Perlustration ist ein Phänomen, das ich gerne als Filzen bezeichnen würde, oder das Filzen, wo eben von solchen Ordnungsorganen, die im Privatleben eher dem Betonieren zugewandt sind, Menschen, die sie schon mal geöffnet haben und dadurch angreifbar sind, durch Körperkontakt eine Perlustration durchführen wollen, um sie sozusagen am Schweben zu hindern und ihr ganzes Bewusstsein auf die Erde zu bringen. Das nennt man dann Polizeiarbeit. Zum Beispiel. Und das ist keine leichte Arbeit, das möchte ich einmal sagen, weil die Stützen der Gesellschaft natürlich betoniert sind. Ja, wir haben alles geklaut. Versucht, das war ja ganz anders. Nicht? Also heute sind die Pflanzen überall. Nicht? Aber ich sage ganz ehrlich, ja, wir haben mal probiert, Bananenschalen, Nusskartoffeln, Hustensaft, da haben wir zusammengemischt, schlecht. Oh ja, das braucht man nicht. Gell? Das haben wir mitgearbeitet. Nicht? Ich bin ja Samstag am Organisten wie arbeitslos bin. Wann? 72. 72 ist das Haschisch in Amsterdam erlaubt. Ja. Ich war ja Dealer. Ne? Und dann bist du arbeitslos geworden? Ja, das ist scheiße fertig. Aber das ist nicht mehr anderer Arsch. Weißt du? Mit 24 Kilo hängst du dann und denkst dann, ja scheiße, jetzt zerstört das. Ne? Das ist kein massiver Drang an den Kindern oder Jugendlichen, sagen, du musst das kaufen oder willst das kaufen, sondern es sind so viele Abnehmer da, dass die gar nicht nötig haben, wirklich auf Leute zuzugehen, sondern eher umgekehrt, Konsumenten gehen auf die dazu. Ein
How about that? Du hast das vom Musik ausgekriegt, das hast du ja in größeren Mengen. Ja, am Anfang lernst du halt wen kennen und der sagt halt dann zu dir, hör zu, wie kannst du das leisten, dass du einmal am Tag kommst und 2 Decker kaufst, wie geht es denn das aus? Und dann sagst du, naja, es geht sich nicht wirklich aus, dann sagt er, na, hör zu, gib da mal, was weiß ich, 10, 12 Decker auf Kommi, verkaufst, bring mir das Geld und der Rest, was überbleibt, gehört dir. So fängst du dann halt an und irgendwann hast du mal so viel Startkapital, dass du nach Holland aufgefahrst, einkaufst dementsprechend und das dann halt selber finanzierst. Treffen wir uns einmal da und geben dir ein Interview. Ich rede aus meiner Vergangenheit und du von deiner Zukunft. Die Zukunft habe ich Ihnen schon erzählt, deine Vergangenheit fällt noch. Ja, die hast du da oben liegen. Ne? Ja, aber er war Spitzenmann. Aber wir haben es dann nie mit Drogen erwischt. Noch nie. Trockenes Gras habe ich auch schon verkauft. Einfach irgendwo am Stadtpark, was sie gemacht haben, einzackeln. Dann schaue ich, dass ich den größtmöglichen Gewinn aushabe. Das ist ja richtig christlich. Ja? Das ist ja richtig kulant, ist das ja. Weil, ich meine, es gibt auch ganz andere Sachen, ja, die, womit sie strecken können. Ich habe oft Shit verkauft und habe Meerschweinkalkot verkauft. Der schaut auch nicht wirklich, weil Zeit hast du auch nicht. Und ja, tschüss, die Siege nehmen. Ne? Darum sind wir so gute Freunde. Gell? Weißt du, ich muss dir mal sagen, wir haben es eingesperrt 2-mal wegen Autodiebstahl. Einmal haben wir in Stockholm in ein Auto eingesetzt, was mir so kalt war, bei 36 Grad minus, mit drin gesessen, Autodiebstahl, einen Monat helfen. So, in Graz denke ich mir, das ist VW Käfer gewesen, haben wir gedacht, ja, kaum, ja, ich muss was wissen. Ja. Haben wir gedacht, Soli, ich glaube, du bist ein Übermensch. Wieso soll ich nicht mit dir reden? Ja. Haben wir gedacht, soll ich vorn rundherum gehen, hinten rundherum gehen, soll ich übers Auto drüber gehen? Oder da mach die Tür auf, setz mich ein und krieg 5 Monate helfen, weil ich in den Auto drin sitze. Ne? Autodiebstahl. Ja, ich kann nicht Auto fahren, ich habe keinen Führerschein, kann nicht einmal Moped fahren, gar nicht. Du kannst mir da auch vor, so wie wir unsere Etagen, so, von dem man erwischt, aber das Brief da ist so, müssen das jetzt in meine Hand reinkommen. Wir haben jetzt unlängst einmal einen Bunker erwischt, wo 40 Sackerl gegangen sind, aber da liegen 40 Sackerl. Das gehört nicht. Also die Sackerl sind weg, die werden von uns natürlich eingezogen, aber sie kehren nicht. Bunker, ja, das sind Verstecke, wo die Drogendealer ihre Suchtmittel so quasi verstecken und größere Menge dort unterbringen und dann so kleinere Mengen immer wieder rausholen zum Verkauf. Und solche Bunker haben wir auch natürlich im Stadtpark. Da wird einfach, man sieht, da haben wir schon sichergestellt, 150, 200 Gramm, also 150 bis 200 Sackerl, irgendwo ein Mistkübel drüben mit einem Papier drüber oder sonst im Gebüsch. Und auch die Konsumenten selber suchen immer wieder im Stadtpark nach solchen Bunkern, um eben zu Suchtmitteln zu gelangen. Und am Land sind sie halt durch das, dass sie sich absolut nicht auskennen. Die haben mich auch 2-3 Mal erwischt und da habe ich gesagt, ich sage, weiter darf ich die an und haben mich weiterfahren lassen, weil sie keinen Durchblick haben. Okay. Aber dafür sind sie halt auch bei geringeren Mengen dann viel einzwickter. Ja, dann kann man ja die Dinge, das einmal war, vor ein paar Jahren, jetzt einmal diese Bürgerwehr geben, genau. Unglaublich. Stop. Listen to all those voices. In
Initiative der Eltern eigentlich einer bestimmten Schule in Graz dann gesagt, man müsse eine Form der Schulwegsicherung durchführen. Und das war dann die sogenannte Bürgerwehr. Der Name ist ja nicht von uns kreiert worden, der ist von einer Wochenzeitung in Graz kreiert worden. Wir haben uns zunächst nicht dagegen gewehrt, bis uns das sozusagen dann auch als Name geblieben ist. Wir sind da durch den Volksgarten gegangen und da wurden dann Meinungen von Bürgern eingeholt, wie sie zu der Bürgerwehr stehen. Und da sind sicher 4, 5 Personen sind gefragt worden, wo ich dabei war. Und von 5 Personen haben 4 sich positiv geäußert. Die 5. haben sie gebracht. Und das, also da habe ich sehr viel gelernt, wie man mit Medien umgeht. 2 Wochen lang habe ich, glaube ich, jeden Tag 4, 5 Interviews gegeben. Und das japanische Zeitungen waren da. Es waren quer durch Europa, war alles da. Und das war immer das Aha-Erlebnis. Sie sind gekommen und wirklich waren der Meinung, es gehen so glasköpfige Muskelpakete mit einem Baseballschläger durch die Stadt und wenn einer schief schaut, kriegt er einmal eins über die Rübe. Und wie ich dann aufgeklärt habe, was wir wollen und wie wir aufgestellt sind und was da eigentlich dahinter steht, haben wirklich sehr viele gesagt, das gibt es bei uns schon lange. Der sozialdemokratische Tony Blair in England propagiert solche sogenannten Bürgerwehren und diese, dort heißen sie, weiß nicht wie, Self-Health Organizations oder so in der Art. Es ist etwas, was quer durch Europa durchaus gängig ist. Ich gebe zu, dass der Name Bürgerwehr natürlich schon einmal die Lunte gezündet hat. Dann war es natürlich vor dem Wahlkampf, in der Wahlkampfphase. Natürlich war das auch nicht ganz uneigennützig für uns, das muss ich auch heute zugeben, aber das ist ja keine Frage. Aber die Idee an sich ist nach wie vor meiner Meinung nach begrüßenswert. Sie funktioniert allerdings nur, wenn sie von einer breiten Basis getragen wird. Es ist nicht so, dass man ständig wie bei harten Drogen zu einem Dealer laufen muss, sondern die Cannabisprodukte hier, Hasch oder das Cannabiskraut wird eben im Bekanntenkreis meistens in einer Runde geraucht. Das gehört auch so wie Alkohol kaum einer alleinig trinkt, ist in einer Runde lustiger. So ist es auch bei den Cannabisprodukten und so wird es eben weitergegeben oder in Schulen wird ein Konsument, der eben Cannabisprodukte konsumiert, in die Schule geht, Mitschüler vielleicht animiert zum Rauchen. Also das ist ganz normal. Und hier in den Kreis einzudringen, das ist unmöglich. Ich glaube, dass man einfach auch ins Bewusstsein der Leute gebracht hat, dass es mittlerweile keine einzige Schule in unserer Stadt gibt, wo es dieses Problem nicht gibt. Auch wenn es jeder Direktor einmal von sich weiß, ist klar, es gibt einen Kampf um Schülerzahlen, keiner will sagen, ja, hallo, ich habe ein Drogenproblem. Tatsache ist, dass es einfach existent ist. Shadows grow and take the day, the night sneaking in like a lover. Vapor trails of words decay, Puritans running for cover. Curtains down, no candlelight, nobody needs a reminder. Pupils wide all through the night, senses are sharpened to find you. Damals, wie ich angefangen habe zum ersten Mal das Rauchen, da war das noch nicht so, dass ich gesagt habe, ja passt, das mache ich jetzt weiter und öfter, sondern es ist erst mit der Zeit gekommen. Ich sage mal so mit 17, 18 herum oder so. Und dann ist es mehr, sage ich mal, regelmäßig geworden. Ich habe es gemacht, Schule habe ich fertig gemacht, Zivildienst habe ich fertig gemacht, diverse Ausbildungen und das durch Arbeiten. Ja, was tut er denn? Ich muss sagen, normalerweise sagt der Herr Primar, trinkt gern Rotwein. Er sagt, Burgenländer ist bevorzugt. Ja. Heute triff ich ihn eh, heute ist Suchtbeirat. Ja, okay, gut, du servus. Aus unserer Sichtweise ist es vollkommen wurscht, ob ich an einer legalen oder illegalen Droge sterbe. Oder etwas, wo man
zum Beispiel vorsichtig sein muss, wenn man das so sagt. Nicht? An Cannabis ist in den letzten 30 Jahren keiner gestorben. An Alkohol sterben jährlich allein in der Steiermark 1500 Menschen. Das eine ist eine illegale Droge, der andere ist eine legale Droge, wo der Staat der Dealer ist. Heimlich im Stadtpark Alkohol kaufen. Wir stellen uns vor, die 1920er Jahre aus Amerika jetzt im Stadtpark. Lauter Mafia-Typen mit schwarzen Hirt, die Alkohol verchecken im Stadtpark. Und die Polizei arbeitet entweder mit ihnen zusammen, lässt sie bestechen oder vertreibt die. Und es gibt Bandenkriege. Es ist eigentlich genau das Gleiche, was jetzt ist. Nur dass es nicht Alk ist, es sind halt andere Drogen. Ich glaube, das ist nicht so ein Unterschied. Aber die Leute waren früher besser angezogen, das muss man eindeutig sagen. Man muss jetzt aber andererseits sagen, jede Kultur braucht offensichtlich Möglichkeiten, aus dem Alltag aussteigen zu können. Und es ist dann eher die Frage der Intensität. Da sehen wir dann zum Beispiel, das war die amerikanische Propaganda sozusagen, wie man wird, wenn man mal Haschisch geraucht hat. Gell? Also man wird zum Vergewaltiger und zum Maid einfach. Cannabis ist an und für sich nicht zufällig von unseren Vorfahren tabuisiert geworden. Cannabis ist zwar medizinisch gesehen nicht so bedenklich wie andere Drogen, es wirkt aber im sozialen Umfeld. Es macht satt, selbstzufrieden, fördert den Rückzug, das Leben ist erträglich, es nimmt die Lust an Aktivitäten, man ist so eingelullt durch das Isoliertersein. Braucht man wieder mehr, um das auszuhalten, also eine Dosissteigerung, man ist dann ständig eingeraucht. Und auch medizinisch ist es nicht ganz unbedenklich. Wir wissen zum Beispiel, dass die Immunabwehr geschwächt wird durch regelmäßigen Cannabiskonsum, dass es relativ bald zu Intelligenzleistungsverlusten kommt, die teilweise irreversibel sind. Also Cannabis richtet schon mehr an, als man gemeinhin glaubt. Irgendwann, wenn man sehr viel raucht, dann kann es schon sein, dass das komplett in irgendeine Richtung geht, dass man nur mehr daheim ist und nur mehr raucht und sonst sich nichts mehr schert. Aber ich meine, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie viel man rauchen kann, darf. So wie beim Trinken kennt jeder sein eigenes Limit und keine Ahnung. Also irgendwann ist jetzt sowieso Schluss, irgendwann geht es einfach nicht mehr und wie gesagt, beim Trinken da jeder sein Limit. Manchmal schießt man drüber raus, weil es halt passt und im normalen Gebrauch, dann weiß ja jeder selber, wie viel er vertragt, wie viel er kann, wie viel er soll, mag. Marihuana ist nur ein Rauschmittel. Es ist ein Mittel, sich zu berauschen. Es ist aber nicht giftig. Es gibt keine Überdosis an Marihuana. Es gibt sehr wohl eine Überdosis von Alkohol. Das kann tödlich sein. Du kriegst einen Rausch, aber es ist gleichzeitig giftig. Es macht die Leber hin, die Gehirnzellen und es schafft Abhängigkeit, körperliche und Krankheit. Und ist kein Rauschgift. Das ist super. Also, aber was will man machen? Life is life. Keine Ahnung, Drogenkonsum oder nicht nur so ein Marihuana, ich meine, dann tue ich herzlich lauchen drüber über das Wort Drogen. Keine Ahnung, wenn du liest, dass, keine Ahnung, fast zum Oktoberfest nach München, wo, keine Ahnung, 5000 Leute speiben und im Dreck liegen, sagt aber keiner, was schaut Drogenmissbrauch. Keine Ahnung, das ist ja ein lustiges Fest, das Oktoberfest, ein Erfolg. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ich habe keine Ahnung. Wir von der Polizei sind eigentlich hier auch eindeutig gegen eine Freigabe. Und zwar aus folgenden Gründen. Wir haben ja schon das Problem mit dem Alkohol, legalen Droge, Zigaretten, Nikotin, legale Droge. Und wir sind hier der Meinung, wir würden hier ein weiteres Problemfeld noch zusätzlich aufmachen. Auf der anderen Seite geben noch über 90% unserer Klienten an, die wir anzeigen, über Cannabisprodukte eingestiegen zu sein. Ja, das halte ich für einen Blödsinn. Einstiegsdroge wäre die Muttermilch. Nicht? Also man kann bei jedem Süchtigen nachweisen, dass sie einen ganz hohen Prozentsatz Muttermilch gehabt haben, dass sie Melupa gehabt haben, dieses und jenes gehabt haben. Da hat sich vielleicht etwas geändert. Cannabis war vor 30, 35 Jahren irgendwo so ein Label für progressiv, aufgeschlossen, jung sein. Da hat einfach Cannabis-Waffen dazugehört.
Heute sind die jungen Menschen ja viel kompetenter. Wir wissen, dass 60% bis 70% das einmal probiert haben oft keine Wirkung festgestellt. Das heißt, sie entscheiden selber, ob sie das weiter gebrauchen wollen oder nicht. Hey! Fleisch fressen, bleib Fleisch fressen, Fleisch fressen, bleib Fleisch fressen, Fleisch fressen, ist Fleisch fressen, Fleisch fressen, bleib Fleisch fressen. Hatzen. Und so. Schnitt. Man klingt jetzt vielleicht blöd in dem Zusammenhang, aber das wäre das Erstrebenswerte. Der kompetente Umgang mit einer gefährlichen Substanz. Man kann damit rauchen. Man braucht ein Feuerzeug dafür. Man hustet, dann hat man den Dingsbumshusten. Man liegt herum, schlaft manchmal dabei ein. Schwerelos. Also da steht man einfach auf einer Stelle oder man bewegt sich weiter nach vor. Es ist ein komisches Gefühl. Ein Kribbeln im Bauch. Man fühlt den Wind richtig gegen sich. So ähnlich, wenn man sehr hoch schaukelt und die Augen zumacht. Also so wie wenn dann die Gedärme darauf kommen. Oder so irgendwie halt. Vorteil vom Wasserpfeifen Bon rauchen. Gibt es einen Vorteil? Nein, sicher doch. Ja, du brauchst weniger auf jeden Fall, weil du viel mehr und viel schneller gleich mal zu bist. Und wie gesagt, es ist da vom Filtern her aufrecht angenehm, obwohl es viel härter einfährt, aber keine Ahnung, was das ist. Also gibt es Leute, die sagen, das ist bewiesen, es ist gesünder. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das bewiesen ist, ob es gesünder ist, weil es durch das Wasser gefiltert wird, keine Ahnung. So. Gut. Im Moment der Klassiker ist sicher auch unter anderem dieses Modell, genannt Jetstream, weil aus mehreren Faktoren. Es hat einmal eine Glaskugel, die als Vorfilter dient. Sprich, man muss sich vorstellen, dass hier nicht nur da unten Wasser zur Hälfte gefüllt ist, sondern auch hier oben Wasser gefüllt ist. Der Tabak geht hinein, wird sofort im Wasser ausgelöscht und nur der Rauch geht weiter, wird hier unten noch einmal gefiltert im Wasser. Und, wenn man dann genau schaut, hat man hier 1, 2 und hier die dritte Kerbe, die dafür sorgt, dass drinnen ein Luftstrom, sprich Hurrikan entsteht, der noch einmal zusätzlich da und da wirklich anlagern lässt. Sprich, an und für sich ist das im Moment die gesündeste Pfeife unter Anführungszeichen, sofern man halt sagen kann, dass eine Pfeife gesund ist. Ich finde es halt viel härter und also mein persönlicher Vorteil ist, du wirst viel schneller zu und brauchst viel weniger als mit einem Ofen. Wenn ich jetzt da Wasserpfeifen rauche, das geht die Woche, dann kann ich mir die Füße hochlegen für die nächsten 20 Minuten, eine halbe Stunde. Keine Ahnung, ob es ein Vorteil ist, das bleibt jedem selber überlassen, je nachdem wie seine Absichten sind. Und das wird man, wie Sie sagen, oft gar nicht glauben, welches Publikum da einkauft. Weil wenn man die Leute auf der Straße trifft, wird man nie glauben, dass die wirklich jetzt eine Pfeife daheim haben oder vielleicht sogar hin und wieder, zwar verbotenerweise, aber doch hin und wieder Cannabis konsumieren. Wir haben immer eine große Auswahl an Pfeifen hier vorrätig. Normale Glasbongs mit verschiedensten Motiven, aus verschiedensten Glasstärken von verschiedensten Firmen, zum Teil aus Indien importiert, aber auch aus Deutschland. Manche sogar in Österreich produziert, bis hinüber zu Acrylbongs, die einfach etwas stabiler sind und für die gedacht sind, die halt die Freizeit gerne in der Natur verbringen. Da haben wir jetzt mal eine schöne Metallpfeife aus Edelstahl, leider relativ teuer, aber von der Qualität halt wirklich unzerstörbar. Es ist wirklich halt für die Leute, die gern klettern gehen oder Extremsportarten machen und sagen, okay, ich muss meine Pfeife immer mitnehmen und dabei haben, die greifen dann eher zu sowas, muss man sagen. Bunte Wasserpfeifen, das hat mit Vögeln zu tun. Das kommt von den Vögeln. Das sind bunt und die Wasserpfeifen sind bunt und wenn man Wasserpfeifen reinbläst, dann zwitschert es wie ein Vogel.
wir sind in unserer Kultur gewöhnt, einäugig alles zu betrachten. Es hat alles immer zwei Seiten. Also wenn wir da jetzt so in der Sonne sitzen und ich würde Sie fragen, haben wir Tag oder Nacht, nicht? Dann wird uns denken, der Psychiater, der spinnt halt nicht, natürlich, das sieht der blind am Stecken, Tag. Nicht? Das ist betrachtet auf unseren momentanen Ort. Wenn ich als Basis unsere Erde nehme, dann habe ich sowohl Tag als auch Nacht. Und es ist auch gut, dass es einen rhythmischen Wechsel gibt, weil wenn 24 Stunden die Sonne scheinen würde, würde man nicht da sitzen, da wäre Wüste und es gäbe kein Leben. Es ist so, dass alles, was bei uns in Schwebe ist, betoniert wird durch den Alkohol. Ja? Ja. Betoniert Max, also festgemacht. Ja, festgemacht. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich sollte ein bisschen was loslassen, dann nehme ich Cannabis. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss Sachen fix machen, dann nehme ich Alkohol. Aha. Für fixe Beziehungen ist es sicher sehr gut, wenn man mit Alkohol vorgeht, dass das was Bleibendes ist. Wenn man jedoch auf Kennenlernen, auf Ausprobieren aus ist, dann würde ich aus meiner Filmerfahrung natürlich sagen, muss das Cannabis sein. Blöd ist, wenn man zum Beispiel harzt und man gibt viel Preis und der andere ist auf Alkohol und versucht das, was man preisgibt, zu betonieren mit dem Alkohol. Dann können Beziehungskonstellationen entstehen, die ein Ungleichgewicht schon in sich tragen. Und es kann Schwierigkeiten geben auf Dauer. Das könnte dann einfach sein, dass die Frau sich so aufgibt, dass der Mann sie mehr oder weniger mit seinem Alkoholkonsum in seine Welt einbetoniert und dass sie aus dem Schema nicht mehr rauskommt. Also sie öffnet sie sozusagen, sie baut das Obergeschoss der Beziehung und der Alkohol betoniert ihr aber die Beine sprichwörtlich in den Keller hinein. Das heißt, sie steckt dann mit dem Rumpf in Alkoholbeton und oben ist sie frei und schwebt mit den Wipfeln, aber irgendwann wird das Haus hinaufwachsen und ihr über den Kopf. Fire, baby. Es wird in Österreich nicht diskutiert, was hat denn das jetzt eigentlich für Wirkung und wie tut es denn überhaupt. Aber es gibt nur gut, schlecht. Ja? Alkohol, Rausch, gut. Ja? Wenn wir keinen Alkohol hätten in unserem System, wäre sie nicht auszuhalten. Wenn ich Zahnschmerzen habe, das kommt üblicherweise immer am Freitag in der Nacht, also wenn der Zahnarzt oder der Zahn gesperrt hat, nicht? Dann bin ich sehr froh, dass es eine Droge gibt, die schmerzstillend ist, dass ich bis Montag in der Früh drüber komme. Das ist einfach legal, einmal ganz kurz ein Timeout nehmen zu können. Gell? Also Drogen können durchaus ein sehr gutes Hilfsmittel sein. Drogen haben ja eine wundersame Wirkung. Wenn es um so große Phänomene gibt wie die kollektive Lust der Menschheit an Drogenkonsum, gibt es eine Einschränkung der Diskussion. Das ist schwierig. Dann passiert alles im Finsteren. In Österreich ist nach wie vor die Meinung, Hanfanbau ist in Österreich verboten. Ist aber nicht. Ja? Der Hanfanbau in Österreich war noch nie verboten. Noch nie. Die landwirtschaftliche Nutzung ist in Österreich seit 1995, seit wir bei der EU sind, möglich und ist am Anfang auch sehr großzügig gefördert worden. Und das hat mich interessiert natürlich. Und da habe ich seitdem mitgemacht, seit 2005 baue ich das an. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, eine Pflanze, die so lange nicht im Agrargebrauch war, wieder zu aktivieren sozusagen. Das ist übrigens das WC, gell? Wir trennen nicht nach Geschlechtern. Und das ist mir auch im Rahmen der Wiederbelebung des Hanfanbaus draufgekommen, dass man könnte ja Hanfbier brauen, weil früher wurden ja Biere mit verschiedensten Zugaben, nicht nur mit Hopfen gebraut. Ja, schaut gleich aus, riecht gleich.
duftet gleich wunderbar. Jetzt, wenn er dann in die Blüte kommt in einem Monat und da kommt so ein Regen wie jetzt, dann duftet das ganze Feld. Das ist wirklich angenehm. Und in vielen EU-Ländern, Frankreich, Italien, in Polen, in Ungarn, überall gibt es gewisse Sorten, die von der EU zugelassen sind. Und wenn wir den anbauen, dann müssen wir das Zertifikat von diesem Hanf, wo der herkommt, welche Sorte es ist und so weiter. Und wenn der in der Liste ist, darf man ihn anbauen. Leider spielt da die Mafia auch schon sehr mit, würde ich mal sagen, weil das Saatgut, was es in Europa gibt, für die Bauern, ist alles in französischer Hand. Und es darf nur eine Sorte oder 2 Sorten angebaut werden. Also das ist ganz, ganz streng. Ja? Der Unterschied zum normalen Hanf ist der, dass dieser sogenannte EU-Hanf hat nur 10% des teuflischen Wirkstoffes THC. Also man könnte von dem Kraut rauchen, so viel man will, es wird am nächsten schlecht und man hat keine positiven Gefühle und solche Sachen sind nicht zu befürchten. Also vollkommen ungefährlich, es bleibt alles im Rahmen der Alkoholgesellschaft. In a city rot from the inside. Check yourself and understand. In the city my shots tend to go wide, so I can relate. Packing up as a point of perspective, where suckers feel safe. Every move has to please be attractive. We suck to the grave. We suck to the grave. Sucht? We suck to the Wer suchtet, der findet, sag ich. Ich verwende lieber den Ausdruck Abhängigkeit als Sucht. Ein Psychologe, mit dem ich eine Vortragsreihe gestaltet habe, hat treffend gesagt, das Gegenteil von abhängig ist haltlos. Also man schafft sich so seine eigenen Abhängigkeiten und das ist nichts Schlechtes per se. Deswegen ist ja Sucht der Teil vom normalen Leben eigentlich. Und die Frage ist, wie man mit der Sucht, die man findet, umgeht. Es gibt Menschen, die reden kein Wort mit ihnen, solange sie nicht den ersten Kaffee getrunken haben. Ja? Low-Dose Caffeine Dependence ist beschrieben in der Literatur. Niemand regt sich darüber auf. Ja? Die Vision in Österreich, der Kaffee geht aus, gell, ist eine schlimme Vision. Gell? Ja? Stell dir vor, die Leute stehen in der Früh auf und es gibt keinen Kaffee. Ja? Unglaublich. Wahrscheinlich 50% der Österreicher bleiben daheim. Die legen sie wieder hin. Gell? Ja? Das mit dem Kaffee ist in Österreich so schleichend, weil man so ein Kuchenland und Sachertorte und Kaffee und Kaffee und Kaffee, gell? Aber dass die Sekretärin wirklich am Tag auf ihre 10, 15 Kaffee kommt. Gell? Also offensichtlich scheint es so eine Konstante der Suchthaftigkeit zu geben. Wir wissen zum Beispiel, dass mit steigendem Cannabiskonsum die Alkoholkonsumzahlen zurückgehen. Also man kann durchaus austauschen, also Alkohol gegen Cannabis und umgekehrt. Und als Mediziner muss ich sagen, also mir ist lieber, meine Kinder rauchen Cannabis, als wir sie saufen. Weil die Gefahr daran zu sterben ist relativ gering, die Gefahr an Alkohol zu sterben ist relativ hoch. Was halt immer ein Problem ist, wenn ich mehrere Drogen legalisiere. Also üblicherweise haben Kulturen immer 3 Drogen, die legal sind. Also bei uns ist es Nikotin, Alkohol, Koffein. Also Aufputschmittel ist meistens dabei, irgendwas Beruhigendes und irgendwas so in der momentanen Situation zu verändern. Gell? Wenn ich jetzt eine neue Substanz einführe, Cannabis ist insofern nicht besonders gut geeignet, weil es dosisabhängige konträre Wirkungen hat. Gell?
Wenn das ein schwarzer Afghan ist, ist die Wirkung einfach anders, wie wenn ich da was selbst angebautes, im Schaden gewachsenes habe. Gell? Also das ist das Problem bei allen illegalen Drogen, dass ich nie weiß, was jetzt wirklich drinnen ist. Du, das ist von Grausorte zu Grausorte verschieden. Ne? Also ich bin da sowieso eher so ein Sortenfetischist, ne? Und da gibt es schon Sorten, wo du recht gern unter die Leute gehst dann und nicht nur stoned herumhängst, so wie viele glauben, der kieft und liegt den ganzen Tag mit mir. Man hat ja damals den THC-Gehalt nicht messen können. Beim Bier muss ich nach dem Lebensmittelgesetz genau sagen können, wie viel Volumensprozent Droge das enthält. Aber ich sage immer, stell mal ein Zelt fest hin mit lauter Kiefer und nehme eins, wo es haufenweise Bier gibt. Dann schau dir das Theater mal an, was dort los ist. Also wenn in Amerika sie sagen, das ist giftig, dann ist es giftig. Da können Wissenschaftler was anderes beweisen und da können sie nachweisen, dass 1 Milliarde Leute oder mehr Marihuana konsumieren und keine Dachschäden, keine Leberschäden haben und keine Familientragödien inszenieren wie die Psaufenen irgendwo. Es hilft nichts. Das ist alles nicht wahr. Wahr ist viel mehr. Bei den Drogenkonsumenten ist es ja so, dass immer schon Drogen konsumiert werden konnten, ohne dass die Person irgendeinen Schaden hat. Wir wissen vom Vietnamkrieg noch, und irgendwas Positives hat sozusagen jede Situation, vom Vietnamkrieg, dass US-Soldaten Heroin konsumiert haben und nur 10-20% dieser Konsumenten waren dann abhängig. Die anderen haben Vietnam verlassen und nie mehr Heroin angegriffen. Und diese Zahl mit 10-20%, das betrifft auch andere Drogen. Das betrifft den Alkohol. Nicht? Wenn wir denken, jeder erwachsene Österreicher oder 90% aller erwachsenen Österreicher trinken Alkohol und etwa 10% davon haben Probleme. Für manche ist der Abgrund auch bei Cannabis steil. Nämlich für die 10%, sage ich jetzt, ohne dies beweisen zu können, die aufstehen in der Früh und einen Joint rauchen und dann faktisch unfähig sind, einer Ausbildung nachzugehen, unfähig sind, einer Arbeit nachzugehen und unfähig sind, gesellschaftlich relevant zu agieren. Ja? Sie gliedern sich selber aus. Auf der anderen Seite, ich kenne Cannabiskonsumenten, die als Lehrer arbeiten und täglich einen Joint rauchen. Allerdings nicht vor der Arbeit, ja, sondern am Abend zur Entspannung. Das bleibt jedem unbenommen, wie er sein Leben gestaltet. Aber der kann eben damit umgehen. Der aber aufsteht und seinen Joint raucht, damit der Tag überhaupt zu bewältigen ist, der ist schon geliefert. Auch mit Cannabis. Ich darf ja nicht meinen Tag mit einem Schligowitz beginnen. Nicht? Dann bin ich ja auch schon geliefert eigentlich. Ja, es ist jetzt schon wichtig. Ich meine, wenn es jetzt nichts mehr zum Kiffen gibt oder wenn jetzt keine Möglichkeit ist zum Kiffen, okay, geht's nicht. Das ist jetzt auch nicht so viel stresst. Aber es ist schön, dass es da ist und wenn es da ist, dann passt es gut. Das liebe Deutschland, liebe Deutschland, liebe Deutschland. Die Pläne, wo das aufgezeichnet ist, das sind die Max Gangbang Pläne für eine bessere Lebenskultur.
da steht eben oben für jeden Typen sozusagen die Schritte, kann er sich, es ist modulartig aufgebaut. Da kann sich jeder Typ sozusagen sagen, okay, ich bin der Introvertierte, okay, ich hau mir daheim einen Wodka rein und gehe schlafen zum Beispiel. Ja. Oder der andere zum Beispiel, wenn der Introvertierte aber eine Freundin hat, dann nimmst du das Modul Freundin dazu, klickst das an und sagst, ich bin der Introvertierte mit einer Freundin, wenn ich mir jetzt einen Wodka vom Schlafengehen reinhau, was hat dann meine Freundin davon? Du kannst das Modul Fragezeichen, was hat die Freundin davon, anklicken und sagen, okay, schau ich mir mal die Wege an, die dann zum Beispiel Trennung hassen oder sie schaut eh gern fern während der Zeit. Man wird mit der Zeit ein bisschen doch schon ein wenig fauler, sage ich jetzt einmal. Da schert man sich doch weniger um so manche Dinge. Das kann ich mal als Negatives sagen, wenn man sich echt nichts mehr schert, so wie, keine Ahnung. Dann sagst du jetzt, okay, Wohnung schaut aus, nee, mag jetzt nicht raus, mag jetzt nicht, bin gerade so gemütlich zu. Ja, meine Ex ist mir davon gerannt, wo ich bis heute noch nicht weiß, wieso. Dann habe ich in ihren neuen Job angefangen in einem Altersheim und dort habe ich miteinander nicht mehr so richtig Fuß fassen können. Ja, und dann ist das anscheinend, hat der Arzt mir so erklärt, dass der psychische Stress einfach zu viel war und dann hat es Bumm gemacht. Und wenn ich mir zum Beispiel den ganzen Tag immer nur lauter Geräte einschieße, kann sein, dass das Modul Freundin abspringt irgendwann. Oder die Modul Familie in die Binsen geht. Aber irgendwann, wie das jetzt so ist, können die Eltern einfach dem Kind nicht mehr verbieten, mit wem man sie sieht und mit wem nicht, weil irgendwann geht es dann nicht mehr. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt haben sie es schon gemacht auch. Ich bin ihnen eh dankbar drüber, weil ich weiß ganz genau, dass da manche Leute, wo sie gesagt haben, hey, mit dem nicht so viel vielleicht, die haben dann eh nachher Probleme und so weiter gekriegt. Also sie haben das eh richtig und echt cool gecheckt. Und deswegen ist das eigentlich optimal gelaufen. Bei mir war es so, das erste Mal habe ich mit 17 einen Joint gekriegt. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich war mit 16 um Ecken blöder, als wie die heute alle miteinander sind. Weil Kind sein darfst vielleicht maximal bis 7, 8 und dann ratzefutz rein ins Alltagsleben. Wenn die Kinder noch Kinder sind, müssen sich auch die Eltern fragen, wann ist mein Kind auch so weit, um gewisse Erfahrungen zu machen. Und zum Beispiel als Kind würde ich jetzt auch keinen Pornofilm drehen. Schwierig. Rein erektionstechnisch, stell dir vor, 10, 11 Jahre geht kaum. Aber was so lustig klingt bei Pornofilmen, ist ja bei Drogen nicht anders. Also das sozusagen das geistige Glied, das ich zur Erektion bringen möchte, wenn ich Drogen nehme, muss ja auch ausgereift sein. Muss ja mit den umstehenden Personen oder Umständen umgehen können. Was hilft es mir, wenn ich ein geistiges, steifes Glied habe, wenn ich dann nicht weiß, wo ich es hinstecken soll? Kann in eine große Frustration führen. Also man sollte den Jugendlichen schon sagen, wie die rechtliche Situation wirklich ist und ihnen auch klaren Wein einschenken, auf was sie sich einlassen. Man wird sie nicht wirklich davon hindern, dass sie mal kosten. Manche Eltern konsumieren dann mit den Kindern, das halte ich für eine übertriebene Loyalität, die Kinder ja eigentlich gar nicht wollen. Sie wollen sich ja unterscheiden von der Generation vorher und wenn man sich mit ihnen zu einem Joint herablässt, sozusagen, dann nimmt man ihnen schon wieder jede Möglichkeit, sich zu identifizieren. Das sind Anbiederungen, die nicht einmal gescheit sind. Es haben voll viele Glieder und wenn ich es verbiete, dann haben sie es trotzdem, aber sie sind verboten. Es haben voll viele Sehnsüchte, Drogen zu nehmen. Wenn ich es verbiete, werden sie es trotzdem tun, möglicherweise in einem blöden Umfeld. Wenn ich zum Beispiel meinem Kind verbiete, mit seiner Freundin oder seinem Freund zu schlafen, werden sie es eh trotzdem tun, aber möglicherweise in einem blöden Umfeld. Zum Beispiel auf der Rückbank von so einem Caterpillar oder was halt immer herumsteht bei Baustellen, wo es die getönte Scheiben gibt und so. Oder, weiß nicht. Klassiker. Ja, Klassiker halt, ne? Das ist die einzige Zentrale, wo man sagt, okay, da im Stadtpark ist es. Ja. Es gibt andere Sachen, wo härtere Sachen verkauft werden, in den Lokalen. Aber Cannabisprodukte, sage ich mal, ist der Stadtpark die Nummer 1.
Wobei man ja aus Hanf nicht nur ein Produkt erzeugen kann, sondern sehr viele, wie man ja weiß. Vom Brot bis was weiß ich. Zum Beispiel diese Jacke, 100% Hanf, klassische Jeans, 100% Hanf. Produkte, die im Bereich der was weiß ich, Körperpflege vertreten sind. Haarshampoo, sogar Haargel stellen sie her. So wie auch durchaus als Arzneimittel in der Psychologie verwendet werden könnten. Handcreme, Seife, ätherisches Öl. Wo aber ja Leute, die irgendwie jedes Mal dort was zu sagen haben, die sehr wenig darüber wissen. Und das ist eben das Problem meiner Meinung nach. Und zum Beispiel ein Snack, da sind auch Hanfsamen verarbeitet. Das ist ein veganes Würstel. Ja, der Vorteil von Hanf ist ja, dass man ihn in der Waschmaschine waschen kann. Das wissen die wenigsten. Du kannst ja Hanf gut waschen, dann auswringen und aufhängen und in der Sonne trocknen lassen und er ist wie neu. Das kannst du mit Vorwäsche und also Kochwäsche, Buntwäsche, alles geht zusammen. Das ist wurscht. Das ist eben das Tolle. Hanf ist eben überall anwendbar, nur wissen es die Hausfrauen nicht mehr. Früher, also ich sage 100, 200 Jahre, haben die Hausfrauen nur Hanf in der Waschmaschine gewaschen. Es war ja nichts anderes gegeben. Wie ist es so, das erste Mal bei der Hanfernte mitzuhelfen? Ja, das ist traumhaft. Es ist schön, einmal einen Hanf so schön zum Wachsen sehen. Ne? Das ist ja seit 50 Jahren nicht mehr gemacht worden. Ne? Seit Kriegsende gibt es keine Hanfernte mehr praktisch bei uns und darum ist da die Entwicklung nicht weitergegangen. Meiner Meinung nach deswegen ist er auch verboten, der Hanf überhaupt, wegen dem Rohstoff. Nicht wegen dem Suchtmittel und so weiter, sondern wegen dem Rohstoff an sich. Weil damit gewisse Staaten, gewisse unterentwickelte Länder wirtschaftlich unabhängig sein könnten. Für gewisse Länder, die nicht so viel Holz haben, wo alles so flach dahin geht, also wäre der Hanf das Idealste überhaupt. Das Idealste. Das Know-how wäre da. Du brauchst eigentlich überhaupt keine Chemie dazu. Gell? Das ist ja das Geniale, auch beim Anbauen nicht. Ja? Der wächst einfach gestresst. In der Gegend von Fürstenfeld, da sind fürstliche Felder, also da wird er 3, 4, 5 Meter hoch. Da haben wir einen gehabt, einen Hühnerbauern, der hat mit Hühnermist gedüngt, der war 5 Meter hoch dann. Und da sind natürlich die norddeutschen Erntemaschinen stehen geblieben und nicht einmal der Mähdrescher, sondern der reine Faserernter sozusagen. Übermächtig, die haben sowas noch nie gesehen. Nicht? Also der Ertrag wäre bei uns natürlich enorm. Keine Grenzen insofern, ja? Der Rohstoff ist gewaltig. Und vor allem ist er einjährig nachwachsbar, ja? Also im Vergleich zu Papier, was von Zellulose kommt oder so, ist es natürlich ein Traum, wenn uns das in einem halben Jahr wächst, ne? Gegenüber einem Baum, der 100 Jahre alt werden muss und eigentlich die Lunge der Erde ist. Ne? Der holzige Anteil, der da drinnen ist, das sind die Hanfschäben. Siehst du das? Das ist der Holzanteil. Gell? Die kommen weg und wenn das weg ist, dann bleiben diese Fasern über. Aus dem, was außen zuerst ausschaut wie ein Bandel, das fasert ganz fein auf. Das wird ganz fein. Wenn das dann bearbeitet ist, gell, dann kommt eine ganz feine Wolle raus. Der Samen hat kein THC, also keinen Wirkstoff. Ja. Das wissen die meisten Leute auch nicht. Ja. Aber daraus kann man dann eben das Hanföl machen. Ja. Und das Hanföl, weiß man inzwischen, hat die Gamma-Linolensäure, die sonst kein Öl hat. Und deshalb ist das Hanföl für Neurodermitiker, also speziell auch für Leute, die Hautprobleme haben, das Beste. Da schneiden wir ein paar Blüten ab, trocknen die und die gebe ich dazu zum Bierbrauen. Nachdem ich die Hopfengabe reduziere, gebe ich dann die Blüten dazu, die Hanfblüten dazu und habe ein eigenes Aroma und ein weniger einschläferndes Bier, weil ich weniger Hopfen habe. Aber sonst wäre dann nur beim THC-Hanf, wenn die Blüten genützt, also Marihuana.
Es müsste ja so sein, dass man die echte potente Hanfblüte verwertet und der restliche Hanf wäre ein Nebenprodukt. Und bei uns ist es so, dass man den größten Wert der Pflanze herausgezüchtet hat und mit dem, was minderwertig übrig ist, macht man sein Geschäft. Wenn Sie es so wollen. Das Rauchen, das begleitet mich jetzt, glaube ich, schon seit 16 Jahren und ich gewinne dem noch immer am meisten ab. Also ich kann damit unter die Leute gehen, meinen Spaß haben und ich kann mich daheim hinsetzen und entspannen. Und vor allem, es tut eben bei gewissen Nebenerscheinungen von der MS tut es mir gut. Eigentlich ist es eine permanente Entzündung vom Zentralnervensystem. Und zwischendurch wird es dann im Immunsystem einfach zu viel. Wenn dann eine Krankheit oder was dazukommt, ein beheerter Zahn oder ein Schnupfen kann schon wieder einen Schub auslösen oder was. Ne? Und dann kommt es halt darauf an, wo es passiert. Bei mir ist es bis jetzt immer nur rechts passiert und da ist nicht was gespeichert. Ja, nein, auf der rechten Hirnhälfte ist nicht so schlimm, da habe ich links die Auswirkungen gehabt. Ja. Das erste Mal habe ich eine komplette Halbseiten gehabt für ein paar Tage. Wow. Ich habe gedacht, ich habe einen Nerv eingeklemmt oder was. Dass ich schon gehen können, aber ich mit der Hand nichts anfangen können und den Fuß habe ich noch nachgezogen. Wir haben vor kurzem Probanden untersucht, denen wir genau definierte Mengen an Cannabis-Inhaltsstoff gegeben haben und die haben den halben Tag geschlafen. Das ist nicht Lebensqualität, ja? Das ist also dann eher hinderlich. Deswegen geht man in der Therapie sehr sorgfältig vor. Man beginnt mit kleiner Dosierung und steigert langsam und dann geht das besser. Dann sind die Nebenwirkungen reduziert und der Patient kann besser damit umgehen. Und ja, das heißt, noch abwarten und Tee trinken, was passiert. Ne? Die Ärzte natürlich auch alles schönreden wollen und dann habe ich gesagt, ich meine, ich habe 16 Jahre als Pfleger gearbeitet, da gibt es kein Schönreden. Ich weiß, dass es eine gute Seite auch gibt, die habe ich noch nicht gesehen. Ja. Ich meine, es kann mir nichts mehr passieren, jetzt bis ich stirb, ne? Aber ich kann ab nächster Woche ein Pflegefeuer sein, das weiß dann keiner so genau. Ne? Ein Patient mit Multipler Sklerose, übrigens eine Erkrankung, wo es größere Studien gibt. Also hier ist man noch etwas skeptisch, also dass es tatsächlich eine Therapie ist, aber subjektiv geht es dem Patienten besser. Also es ist wirklich bewiesen mittlerweile, dass ein Joint gleich wirkt bei Muskelkrämpfen und so weiter, auch bei Depressionen und dem allen. Sicher, es gibt das Dronabinol, das ist aber auch ein Wirkstoff aus der Pflanzen und die Pflanzen haben 200 Wirkstoffe drin. Und die Ärztin draußen hat mir erklärt im Krankenhaus, sie haben die letzten 10 Jahre einige Dronabinol-Patienten gehabt, die haben aber nur den ganzen Tag spielen, weil das fast nicht zum Dosieren geht und Übelkeit und alles und Wirkung auch nicht weiß. Die haben alle gesagt, sie hätten lieber rauchen. I brought me as a present home. For this planet I wanna relax and relax and relax. Hey, country for escape. Weil mein Therapeut meint, das Einzige, was ihn dabei stört, ist der Tabak. Man kann ja einen Vaporisator nehmen. Phytoinhalation ist ein recht neues Thema, an und für sich aus dem medizinischen Bereich. Es gibt in Wien zum Beispiel eine Phytoinhalationsklinik, wo Patienten behandelt werden. Aufgrund der Wirkstoffe in gewissen Heilpflanzen, die in diesem Gerät verdampft werden. Wie funktioniert das? Ganz simpel. Innen drinnen ist eine Heizspirale und ein kleiner Föhn. Zuerst mal zu diesem Punkt, das ist die Füllkammer. Das ist doch das essentielle Bestandteil dieses Produktes. Hier kommt das Kraut hinein, Tabak oder auch andere Kräuter, wird verschlossen und hier aufgesetzt. Dann kommt der Drahtschlauch mit dem Ventil hinauf. Und so schaut das jetzt an und für sich aus. Funktionieren, ganz simpel. Einschalten. Die heiße Luft strömt von unten durch diese Füllkammer, löst die Wirkstoffe heraus und bläst sie dann in diesen Schlauch hinein. Ohne Rauch. Es ist rein nur der Dampf, der da drinnen entsteht und der da zustande kommt,
Natürlich dementsprechend auch die gesündeste Verabreichungsform von wirkstoffhaltigen Pflanzen. Ventilator abschalten, das Radschlauch samt Ventil herunternehmen, den Mund steht aufsetzen und Zug für Zug genießen. Es gibt im Internet mittlerweile genug Foren von Homegrower, die einen gewissen Teil zur Verfügung stellen, so quasi auch Internetapotheken. Das finde ich zum Beispiel schon mal eine gute Lösung, weil jeder hat nicht unbedingt einen Draht zu irgendwelchen Leuten, die was zum Rauchen haben. Ne? Das idealste Mittel gegen Hühneraugen, Hornhaut, Warzen ist und bleibt Haschisch. Ja? Ob das jetzt die Apotheken sind oder eigene Geschäfte, ist eine andere Sache, müssen wir dann schauen. Wo man das dann käuflich erwerben kann, legal, man braucht keine Angst haben, dass man jetzt sofort kriminalisiert wird. Es muss wirklich, die Kriminalisierung muss weg. In dem Moment, wo die Ärzteschaft es als Arzneimittel aufgreift und Cannabis damit etwas präsenter macht im legalen Verkehr, kann es sein, dass eine Einstellungsänderung abzusehen ist. Aber ich bin skeptisch. Wir sind sehr träge, was Gesinnungsänderungen in dieser Richtung betrifft. Eine gute Diskussion findet in Österreich nicht statt. Sie findet einfach nicht statt. Also mit Politikern, sie wollen nichts wissen davon, sie wollen sich nicht auseinandersetzen damit, weil sie einfach nicht die Rauschgiftpartei sein wollen. Ja? Ja? Wenn Sie an die Drogenproblematik denken, wenn Sie heute die selbstbewussten Demonstrationen von gleichgeschlechtlich Liebenden sehen, wenn Sie sehen, dass wir jetzt die Lebenspartnerschaft für sie eingeführt haben, dass das Bundesverfassungsgericht das akzeptiert hat. Das heißt, in einem Leben habe ich erlebt, wie etwas Kriminelles zu etwas gesellschaftlich Akzeptierten geworden ist in verschiedenen Schritten. Da können Sie doch nicht in Bezug auf Drogen gleich die Hoffnung aufgeben. Alles wird sich entwickeln, auch das. Ich lebe nicht aus der Hoffnung heraus, ich lebe, weil ich aus dem Universum da auf diese Welt runtergeschissen worden bin, verstehst du? Und jetzt muss ich halt da irgendwie hinbegehen, bis meine Zeit vorbei ist. Bei den anderen ist schon zum Teil vorbei, manche sterben heute Nacht. Ich weiß nicht, was für mich das Universum für mich vorgesehen hat, verstehst du? Also es ist nicht so, dass ich glaube, dass es so einen universellen Beschwerdebriefkasten gibt, wo ich sage, okay, kannst du das nicht ein bisschen anders machen. Ich glaube definitiv, wir sind alle dafür selbst verantwortlich. Weil man denkt, dass der Mensch ohne Schuld auf die Welt gekommen ist, also nicht schuldig eben. Zum Thema Erbsünde gibt es wahrscheinlich viele Sachen zu sagen, aber grundsätzlich ist der Mensch eben ohne Schuld geboren und aus dem Grund braucht er keine Angst haben, irgendwo in einer Welt das zu sagen, was er mag. Nichts ist gefahrlos, sage ich mal, aber ich glaube, es ist ein vernünftiger Umgang damit einfach möglich. Ja. Das glaube ich. Eine Lebenshaltung beinhaltet in gewisser Weise auch Ideologie. Aber die Ideologie steht nicht im Vordergrund, sondern sie schleicht sie an und klopft an die Türe, oft im Keller. Und wenn man aufmacht, sagt die Ideologie, ich bin die Ideologie, sie ist hier ein bisschen Zungenschlag, ich bin die Ideologie, ist betrunken. Ja? Und ich sage, servus Ideologie, wo kommst du her? Und sie sagt, ich komme aus dir selber. Und dann kann ich sagen, okay Ideologie, komm, setz dich ins Kellerstüberl. Ich habe ein Jägerstüberl eingerichtet, wo ich Formel 1 schaue, zum Beispiel mit Geweih hinten oben. Oder ich kann sagen, Ideologie, komm einer, schau dir mein Haus an, kannst du mir in den Dachboden schauen gehen, da habe ich die Wäsche aufgehängt. Und das ist auch möglich. Und ich bin zum Beispiel eher der Befürworter der Wäscheaufhänger-Ideologie, Freiheit. Nicht wirklich. Ich bin im Jahr 72, also das ist bereits jetzt 34 Jahre her, bin ich schon 2 Jahre gesessen, weil ich dieses Teufelskraut, besser gesagt Haschisch aus Marokko, mitgebracht habe und habe dadurch Verbrechen gegen die Volksgesundheit begangen und habe müssen aufhören zum Studieren, weil Verbrecher dürfen ja bekanntlich nicht studieren. Aber viel besser ist es nicht geworden. Also du bist jetzt kein Verbrecher mehr. Du darfst vielleicht, wenn sie beim Kiffen erwischen, weiter auf die Uni gehen. Du zupfen es nur einen Führerschein. Aber ich bin am Flughafen
verhaftet worden und habe ihnen 2 Stunden bei einer Kontrolle zugeschaut und habe gelacht und habe mich amüsiert und habe das okay gefunden, verstehst? Und sie haben nichts anderes zum Tag gehabt, als das mit zum Urologen fahren, der mir ins Arschloch reinschaut, weil sie sagen, verstehst, wir können auch anders, verstehst? Aber was ist der Plan? Dass mir der Urologe ins Arschloch reingeschaut hat und gesagt hat, da ist nichts drin? Also ich meine, verstehst du, was war der Plan von der Aktion? Dass ich einen Hass auf sie kriege, den habe ich gehabt kurzzeitig. Ich bin vergewaltigt worden, verdammt nochmal. Und ich habe kein Gesetz gefunden, das mich vor so einer Vergewaltigung schützt. Gesetz ist Gesetz und das kann man nicht ändern. Auch wenn es nur so Unfug ist, wir bleiben dabei. Wir sind gut gefahren damit. Weg mit den Arschkribbeln. Gleich mit ausweisen. Heimschicken. Achso, die sind von da. Na ja, dann schickt es fort. Also ich sitze da und ich lache darüber und ich habe halt die Gabe, dass ich das wirklich so erzählen kann, dass jeder sagt, ich mag jetzt auch mal eine Hausdurchsuchung haben. Aber da waren Dinge dabei, da habe ich gemeint, da habe ich dann nach dieser Aktion gemeint, ich muss mich umbringen. Wirklich, ich war kurz vorm Selbstmord und ich meine. Weil die Polizei ist dann wirklich einmal im Geschäft gestanden und hat gesagt, Hausdurchsuchungsbefehl, ja. Weil ja damals haben wir so einen Wettbewerb gemacht, wer züchtet die größte Hanfpflanze, natürlich alles Faserhanf. Ja. Und da habe ich in einem anderen Geschäft eine 4 Meter hohe Pflanze im Schaufenster gehabt. Und dann ist eine Frau auf die Idee gekommen und hat gemeint, ich tue Rauschgift züchten im Schaufenster und hat mich anonym angezeigt. Und dann ist die Polizei gekommen, hat alles durchsucht und so und natürlich nichts gefunden. Für uns persönlich würde ich sagen, ich hätte kein Kind, wäre es mir wahrscheinlich egal. Aber durch das, dass wir einen 6-jährigen Buben haben, der in der Schule ist, ist es mir schon relativ wichtig, dass man, wie soll ich sagen, auch nach außen hin zeigt, dass man sehr wohl verantwortungsbewusst ist und schaut, dass man die Kontrolle hat und dass es da und für sich jetzt nicht irgendwelche Überschneidungen mit illegalen Substanzen oder anderen Problemen gibt. Normal sind nur von der AMA, von der Agrarmarkt Austria, werden Stichproben gemacht immer und ich weiß nicht, werden 5% überhaupt geprüft oder noch weniger, aber bei mir alle Jahre. Mein ganzer Ernteertrag ist nicht so hoch, wie die Überprüfung meines Hanffeldes kostet. Ich halte mich an alle Regeln des Zusammenlebens. Ich fahre anständig mit meinem Auto auf der Straße, ich tue nicht rumschlägern und saufen und Mädchen unter den Rock reingelangen, ich tue nichts überfallen und verstehst, schlag meine Frau nicht, ich tue meine Kinder nicht bedrohen, aber ab und zu rauche ich, Mann. Das muss drin sein. Ich brauche meine Hauszeit, also bitteschön. In der Welt, wenn ich mich da nicht wegbeamen kann, irgendwie mal 2 Stunden am Freitagnachmittag, dann bringe ich mich um nach 3 Jahren oder was. Das möchte ich nicht. Mit dem Onanieren allein wärst du nicht glücklich, verstehst du? Aber für zugegebenes, gelegentliches, gerne Haschischrauchen 3 Monate bedingt auf 3 Jahre. Weil ich gesagt habe, wenn mir wer was gibt, rauche ich gern was. Also sage ich seitdem das auch nicht mehr. Ich bin viel gescheiter geworden. Ich habe seit über 3 Jahren, seit mittlerweile sogar schon 10 Jahren ist das her, oder 11 Jahre, nichts mehr geraucht. Und ich würde auch unter keinsten Umständen auf der Welt je dieses Teufelskraut als Rauschmittel missbrauchen. Nein, nein, nein. Ja sicher, was ich mir denke, ist was anderes, aber sagen würde ich sowas nie mehr wieder. Ich habe mir gedacht, die sollen bei ihrer Befragung auf einen normalen Status quo kommen, aber nein, die haben das lieber, wenn alle, die sie befragen, sie anlügen. Weil wer sie nicht anlügt, dem entziehen sie den Führerschein, den bestrafen sie, der ist vorbestraft, wehe, du sagst die Wahrheit, dann bist du dran wie ein Meier sein Hund und dem ist bekanntlich nicht gut gegangen. Also ich bin ja jetzt kein grundsätzlicher Befürworter einer kompletten Freigabe von Drogen. Ich bin ja grundsätzlich kein Befürworter von einer kompletten Freigabe von Drogen. Ich bin ja grundsätzlich kein Befürworter von einer kompletten Freigabe von Drogen. Hier Asterix, ich bin ein Kind reingefallen. Ins Haschisch. Ja, stopp, ja. Da brauche ich es halt nicht mehr. Ne? Und deshalb denke ich, dass man sehr pragmatisch vorgehen muss. Man muss sagen, wofür sind gewisse Dinge einsetzbar. Wenn der Freud mit Kokain experimentiert hat, um Lokalanästhetikum hervorzubringen, irgendwann einmal, dann bin ich sehr dankbar, auch wenn er sich selber ein bisschen ins Nirvana geschossen hat. Schon Sigmund Freud hat um die Jahrhundertwende des vorigen Jahrhunderts natürlich gesagt, Österreich hat kein Drogenproblem, Österreich ist ein Volk glücklicher Alkoholiker.
Das Einzige, womit ich immer dagegen halte, ist, wenn sie sagen, ja, aber wie willst du das denn sonst machen, sage ich, wir haben alle einen anderen Fingerabdruck. Wenn irgendeine Macht in diesem Universum gewollt hätte, dass wir alle gleich sind, ich verspreche es euch, dann waren wir alle gleich. Es ist so. Und wenn ich das glaube, dann kann mir ja eigentlich schon nicht viel passieren. Weil dann glaube ich ja, dass der Zustand irgendwann mal aufhört. Ich glaube einfach nicht, dass es die Menschheit noch recht lang gibt. Aber trotzdem haben wir es zurzeit einfach so schön und lernen meine Kinder den nötigen Respekt, sonst nichts. Und da geht dazu das Anerkennen, dass der eine einen Schleier trägt und der andere das Kruzifix und der vierte raucht einen Joint. Das ist definitiv für mich Freiheit. Ohne Freiheit funktioniert nichts. Drei Sachen, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Das ist ja unglaublich. Außerdem ist es indiskret. Drei Dinge, die ich auf eine Insel mitnehmen würde. Drei Sachen, die ich auf einer einsamen Insel mitnehmen würde. Woher kennst du meine Gedanken? Meine Familie. Ich sage jetzt Familie, ich Freunde und Kinder, aber ich sage jetzt, dass damit ich nur ein Wort habe. Die Familie, die würde mich nicht begleiten. So ist das. Das kann ich mir schon wünschen. Dann ist sie außerdem nicht mehr einsam, die Insel. Laptop mit den Sachen, die ich brauche. Eine Leinwand und Malerzeug und Geld natürlich. Was zum Rauchen? Ja, ich sag. Nummer 1, mein Hund. Das ist fix. Das nächste. Ein gutes Buch. Ausreichend Literatur. Dickes, fettes Buch. Damit es auf der Insel nicht so fad wird. Einen Tausch, also einen Feitel. Und was wäre das dritte? Den Rotwein würde ich gern mitnehmen, aber der geht ja sehr rasch zu Ende. Das ist also sinnlos. Und 1 Million Streichhölzer. Und der Rest, das finden wir dann schon auf der Insel, glaube ich. Vielleicht ein Computer. Ein gutes Bier. Schnitzelmapfeifen brauche ich keine Papers. Weißt schon. Wenn der Super-GAU passiert und der liebe Gott wird dir sagen, du darfst jetzt auf eine Insel und darfst 3 Sachen mitnehmen. Was ich dann mitnehmen darf? Dann darf ich nicht gehen, weil ich habe mehr.